Hallo, ich bin der Christian Seibold vom Weingut Seibold aus Laufen am Neckar und ich nehme euch jetzt mit in die schönste Zeit des Jahres, der Weinlese. Jetzt sind wir an unserem Arbeitsplatz angekommen, mitten im Weinberg. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir alles, damit wir mit der Weinlese starten können. Das Wichtigste zu Beginn ist eine Schere, dann brauchen wir einen Eimer, um die Traube reintun. Und was noch ganz sinnvoll ist, dem Wetter angepasste Arbeitskleidung. Was müssen wir beachten bei unseren wichtigsten Utensilien? Beim Eimer, bei der Schere ist eigentlich relativ einfach. Ein Leseeimer sollte aus lebensmittelechtem Kunststoff sein und am besten keine alte Farbeimer oder sowas, sondern Eimer, die wirklich nur für die Traubenlese verwendet werden. Bei der Schere ist das ähnlich. Da haben wir noch einen weiteren Punkt. Wenn ihr hier guckt, die Schere ist relativ spitz und schmal und das ist ganz wichtig, damit wir die Traube auch ausschneiden können. Das zeige ich euch aber später, wenn wir dann tatsächlich an die Traube rangehen. Ja, sonst zur Schere, jeden Tag putzen, immer wieder mal ein bisschen schmieren mit lebensmittelechtem Fett und dann ist das alles kein Problem. Hier befinden wir uns jetzt in einem Lemberger Weinberg. Vor uns sehen wir jetzt eine Premium-Anlage. Die Traube wurde alles schon während im grünen Stadium ausgedünnt, das heißt, wir haben grüne Lese gemacht, haben die Hälfte von der Traube schon entfernt. Das sieht man hat hier am Trieb immer nur eine Traube, die zweite Traube fehlt. Und was man noch ganz schön sieht, die ganze Spitze sind weg, die Trauben sind alle schon halbiert worden. Also hier sehen wir jetzt ganz schön, die linke Seite sind ausgedünnte Premium-Trauben und auf der rechten Seite haben wir ganz normalen Standardertrag für Gutsweine. Sind deutlich unterschiedlich von der Traubenanzahl und dementsprechend dann später auch von der Qualität in der Flasche. Hier haben wir jetzt eine Lemberger Normalanlage, das heißt, hier ist ganz normaler Behang, hier wird nichts entfernt, ein Flachbogen. Es gibt unsere ganz normalen Gutsweine. Man sieht hier schön, die Trauben sind alle in der Sonne, das heißt, die Blätter in der Traubenzone sind fast alle entfernt worden und so dürfen die Trauben jetzt in der Sonne hängen, bis wir dann kommen und sie ernten. Dieses Jahr haben wir ja sehr gesunde Trauben. Wenn wir jetzt ein Jahr hätten mit viel Fäulnisbefall, könnten wir zum Beispiel durchgehen und eine Vorlese machen, nennt man das. Das heißt, wir würden die Trauben, die stark mit Fäulnis befallen sind, rausschneiden und die gesunde noch hängen lassen. So hätten wir dann die Möglichkeit, die Qualität der noch verbleibenden Trauben einfach zu erhöhen und haben dann aus einem Weinberg einfach zwei verschiedene Qualitäten, ohne dass man jetzt am Anfang gleich alle lesen müsst. So können wir den Lesezeitpunkt dann noch ein bisschen rauszögern. Wir bestimmen unseren Lesezeitpunkt so, indem wir unsere Traube regelmäßig beobachten, anschauen, sind sie noch gesund, wie sieht die Beerenhaut aus, ist sie noch stabil. Wir probieren regelmäßig die Beere. Ist der Geschmack da? Ist die Süße da? Den Reifezeitpunkt kann man auch feststellen, wenn man die Kerne von den Beeren anguckt, ob die sich lösen vom Fruchtfleisch, was für Farbe die haben. Hier sieht man, die sind schon relativ schön braun. Sie lösen sich aber noch nicht ganz optimal, deswegen darf die Lemberger noch ein bisschen hängen. Aber sie sind schon fast am Reifezeitpunkt dran. So, jetzt zu der ganz einfache Grundlage der Traubenernte von Hand. Man nimmt den Traube, den man abschneiden will, mit einer Hand und schneidet mit der anderen ab. Und dann guckt man sich ihn an, wie sieht er denn aus? Ist alles soweit okay? Und dann kommt er in den Eimer. Und so geht es dann eins nach dem anderen. Natürlich mit ein bisschen anderer Geschwindigkeit, wie ich das jetzt hier mache, weil sonst sind wir noch in 10 Jahren hier beschäftigt. Aber da kommt mit der Zeit von ganz allein die Routine rein. Und man macht das normalerweise jetzt auch nicht so wie ich im Sitzen. Normalerweise ist das im Stehen, aber sind nicht alle Leute so groß wie ich. Ja, Blätter haben zum Beispiel auch im Eimer nichts verloren bei der Traube. Wir wollen da nur die Traube drin haben. Und dann gibt es nachher auch einen guten Wein. Ja, jetzt gucken wir uns mal so eine Traube an. Was könnten da sein? Ja. Hier sehen wir jetzt zwei faulige Beeren, die müssen dann raus. Die haben Essigfäule, das ist mit Kirschessigfliege dann befallen und das muss einfach raus und die restlichen sind dann gesunde Beeren. Als Besonderheit in diesem Jahr haben wir, das sind diese eingetrocknete Beeren hier, das ist Sonnenbrand, das kam einfach durch den heißen Sommer.
da wurde es den Beeren dann so heiß, dass sie im Endeffekt abgestorben sind. Und die trocknet dann ein. Hier sieht man es welche, die sind noch nicht ganz getrocknet. So sind sie dann komplett eingetrocknet. Und die schneiden wir bei der Weinlese, bei der Traubeernte dann einfach raus. Und dann haben wir schöne Beeren, die übrig bleiben, wo dann wieder für die Maischegärung genutzt werden können. Grundsätzlich kann man vielleicht noch sagen, dass man bei der Lese ein bisschen differenzieren kann, wie intensiv man die Selektion macht nach faulige Beeren und so weiter, je nachdem, was man für eine Qualität ernten möchte. Ob es Rotwein ist, ob es Weißwein ist, ob es später Rosé werden soll oder Weißherbst. Das ist einfach ein bisschen alles unterschiedlich. Wenn es gute, kräftige Rotwein geben soll, dann müssen wir einfach am meisten aufpassen, dann darf am wenigsten drin sein an Faulige, an Essigbeeren, an Stiellahme, an Sonnenbrand und Ähnlichem. Wenn wir jetzt zum Beispiel Weißwein, einen Riesling lesen, dann darf da aus ein oder andere faulige Beere dabei sein. Das ist dann nicht ganz so schlimm, weil die Trauben werden gleich abgepresst und dann passiert da auch nichts. Und so ist das von Sorte zu Sorte, von Qualität zu Qualität überall ein bisschen unterschiedlich. Und da muss und darf aber jeder seine eigenen Erfahrungen machen, was für ihn selber am besten ist und damit man das Ziel erreicht, was man damit erreichen möchte.